say a lot of nasty things about me. Oh, this guy's a lunatic. Oh, look at that psycho. He's gonna get us all killed. Was haben Hitler, Thor und Baby Yoda gemeinsam? Ihr Regisseur ist das Multitalent Taika Waititi, nicht zu verwechseln mit dem ähnlich klingenden YouTube-Kanal. Der wesentlich witzigere von beiden ist zwar schon lange Kult, aber gerade jetzt einer der aufsteigenden Filmemacher in Hollywood. Sowohl hinter der Kamera als auch vor der Kamera. Was er macht, wie er es macht und wieso wir ihn dafür so lieben, auch wenn er sich als Hitler verkleidet. I don't think I can do this. Was? Of course you can. Egal ob er dem Killer-Druiden IG-11 oder dem felsigen Killer Korg seine Stimme leiht oder sich verkleidet als Massenmörder, / imaginärer bester Freund, mit Taika Waititi sind wir als Darsteller mehr oder weniger schon alle in Berührung gekommen. Seine vielen kleinen Kultfilme sind auch nicht umsonst schon so lange genau das, Kult. Oh, well, I tried to start a revolution, but didn't print enough pamphlets, so hardly anyone turned up. Doch gerade seit Thor Ragnarok sind er und sein Humor auch endlich in der breiten Masse angekommen. Als Regisseur geht dann auch das erste Staffelfinale von The Mandalorian auf Waititis Kappe. Dieses Jahr kam seine bereits 3. Oscar-Nominierung dazu. Er ist der Mann der Stunde. Taika Waititi, Director of Marvel Studios, Thor Ragnarok, woohoo! Doch warum eigentlich? Was macht ihn als Filmemacher besonders und vielleicht sogar unverkennbarer als andere? Oh, hello there. I didn't notice you over there. Hi, I'm Taika Waititi. Taika Waititi ist kein Mann für Konventionen, so viel ist sicher. Bereits sein zweiter Kurzfilm Two Cars One Night fiel durch herausragende Kinderdarsteller und eine einfühlsam beobachtete Geschichte auf. Die Oscar-Nominierung als bester Kurzfilm 2005 war die logische Konsequenz, auch wenn er sie lieber verschlafen hat. Two Cars One Night, Taika Waititi and Ainsley Gardner. Taika Waititi ist auch ein Mann, der gerne alles zum Maximum treibt. Oder, wie Schauspieler Ben Francham es ausdrücken würde, sagt Taika, dass er etwas nicht machen kann und er wird es tun. Hello. Er ist ein Autorenfilmer. Die Idee des Autorenfilmers hinterfragt das Studiosystem Hollywoods, das sich mittlerweile weltweit etabliert hat. Drehbuchautoren schreiben, Cutter schneiden, Kameramenschen führen die Kamera. Ihr versteht. Doch der Autorenfilmer ist im Idealfall alleine für das Werk verantwortlich. Das umfasst den kompletten Produktionsablauf, Drehbuch, Regie, Schnitt, Produktion und im Falle von Taika Waititi steht er manchmal sogar vor der Kamera. Interessanterweise lässt sich gerade ein Trend in diese Richtung ablesen. Alle Originaldrehbücher, die 2020 für den Oscar nominiert sind, wurden vom jeweiligen Regisseur geschrieben. Bei Waititi gibt es nur eine Ausnahme, Thor Ragnarok. Das soll sich in der für 2021 geplanten Fortsetzung Thor Love and Thunder aber ändern. Hier schreibt Waititi wieder selbst. Mit seiner Vielseitigkeit ist Taika Waititi also das Paradebeispiel eines Autorenfilmers, der alle künstlerischen Aspekte eines Filmes nicht nur kontrolliert, sondern oft selbst ausführt. Gerade deshalb lässt sich durch die Dramaturgie der Filme so viel rückschließen auf das, was Waititi wirklich erzählen will. Waititis Geschichten sind character-driven, das heißt, der Fokus liegt auf den Charakteren, nicht auf dem Plot. Das hat Vor- und Nachteile beim Schreiben. Wenn man sich als Autor vom Charakter durch die Geschichte leiten lässt, dann kann es passieren, dass dein Charakter bestimmte Handlungen nicht ausführen will, weil er sich in seinem instinktiven Selbsterhaltungstrieb nicht in die Konfrontation begibt. Aber ohne Konfrontation keine Geschichte. Hier hilft ein simpler Trick, den Waititi oft anwendet. An diesem Punkt stellt man sich als Autor die Frage, was ist das Worst-Case-Szenario, das Schlimmstmögliche, das dem Charakter in diesem Moment passieren kann. Das führt oft zu absurden Situationen, vor denen andere Regisseure zurückweichen würden, nicht so Waititi. Was ist das Schlimmstmögliche, das einer Gruppe von Vampiren passieren kann? Der unsympathischste Mann der Welt wird Teil ihrer unsterblichen Gang und lässt direkt ihre Geheimidentität auffliegen. Was ist das Schlimmstmögliche, was einem Waisenkind passieren kann? Er findet eine neue Mutter und sie stirbt. Have some breakfast. Then you can run away. Was ist das Schlimmstmögliche, was einem Hitler-Fan passieren kann? Er findet eine Jüdin in der Wand. You know what I am? Say, a Jew. Gesundheit. Ganz getreu der alten Drehbuchregel. Stell deinen Protagonisten auf eine Herdplatte und dann dreh die Hitze nicht auf 3 oder 4, sondern auf 10. Sonst kannst du es auch gleich lassen. Oft entstehen genau durch solche Methoden Genremixe. 5 Zimmer Küche Sarg ist ein Fantasy-Mockumentary, Jojo Rabbit eine Kriegsdramakomödie und in Eagle vs. Shark mischt sich eine Liebeskomödie mit einem Rachefeldzug. Doch genau in diesen Hybriden zeigt sich Taika Waititis Liebe zu seinen Charakteren und Stärke als Geschichtenerzähler.
Egal wie absurd die Situation, keine der Figuren wird vorgeführt oder für einen Plotpoint missbraucht. Es lassen sich allerdings Themen herauslesen, die Waititi wiederholt bedient und die damit untrennbar mit seinem Werk verbunden sind. Eines dieser Themen sind Idole, die hinter den Erwartungen zurückbleiben. In Boy kommt der Vater des titelgebenden Protagonisten nach Jahren der Abwesenheit nach Hause. Boy hat sich ausgemalt, wo sein Vater überall gewesen sein könnte, was er alles in der Zwischenzeit erlebt hat. Doch Alamein, den Waititi übrigens selbst spielt, entpuppt sich schnell als Kleinkrimineller ohne Rückgrat. In Thor Ragnarok erfährt der Held, dass sein Vater ihn Zeit seines Lebens angelogen hat und die ganze heile Welt wortwörtlich auf Lügen aufgebaut ist. Und auch Jojo muss lernen, dass Hitler kein Held ist und seine unabdingbare Liebe nicht verdient hat. Yeah, I know it's definitely not a good time to be a Nazi. I'm a busy man. Oft sind diese gefallenen Helden Erwachsene, die einfach nicht erwachsen werden und partout keine Verantwortung übernehmen wollen. Alamein will von seinem Sohn lieber Shogun genannt werden, als aus Versehen ernsthaft in die Pflicht als Vater genommen zu werden. You wanna go for a ride in my car? Yeah. Cool. Auch Waititis Hitler ist im Grunde genommen ein launischer, schmollender Teenager, was natürlich auch Sinn macht, da er der Fantasie eines launischen, schmollenden Kindes entsprungen ist. Be the rabbit. The humble bunny can outwit all of his enemies. He's brave and sneaky and strong. Be the rabbit. In Eagle vs. Shark, Taika Waititis erstem Langfilm, lassen sich diese Themen ebenfalls finden. Protagonistin Lily vergöttert den merkwürdigen Außenseiter Jared. Dieser wiederum hat seinen verstorbenen älteren Bruder auf ein Podest gestellt. In dem unbeirrbaren Glauben, dass er seinem Vater nun beweisen kann, dass auch er ein würdiges Familienmitglied ist, setzt er sich über jeglichen gesunden Menschenverstand hinweg. Für ihn ist klar, nur wenn er es schafft, seinen Highschool-Erzfeind in einem Kampf zu besiegen, wird er von dem überwältigenden Gefühl der Mittelmäßigkeit erlöst. Hier kommt ins Spiel das dritte Thema und die logische Auflösung in Waititis Film. Nur wenn der Held es schafft, sich von seinen falschen Heldenbildern zu emanzipieren, wird er glücklich. Thor muss erkennen, dass sein Vater Odin auch nur ein Mann ist, mit Fehlern und Vorlieben. Während er sich also zuvor in den Avengers-Filmen eher durch einen lockeren Spruch aus jeglicher Verantwortung gestohlen hatte, muss er am Ende von Thor Ragnarok die Verantwortung für seine Heimat und sein Volk übernehmen. I'm not as strong as you. No. You're stronger. Dazu ist es nötig, dass sein Vater und Mentor nicht nur zur Seite tritt, sondern zuvor von seinem moralisch überlegenen Podest entfernt wird. Asgard's not a place, it's a people. Anders ist Thors Charakterentwicklung nicht möglich. Am Ende des Filmes sehen wir einen Helden, der das erste Mal bereit ist, sein Erbe anzutreten. It's the only way. Selbst Loki bekommt diese Charakterentwicklung zugeschrieben. Er muss sich von Thor emanzipieren, von seinem Gefühl der Unterlegenheit, um wirklich zu sich selbst finden zu können. I thought we were gonna fight side by side forever, but at the end of the day, you're you and I'm me. And I don't know, maybe there's still good in you, but let's be honest, our paths diverged a long time ago. Wobei, es ist Loki, also wer weiß schon, was in seinem Kopf vorgeht. Ja. In Wo die wilden Menschen jagen findet Ricky nur zu sich selbst, weil er mit dem verschrobenen Hector in der Wildnis gefangen ist. Es versteht sich von selbst, dass die beiden am Ende voneinander lernen, nachdem Ricky den mürrischen Alleingänger mit konstanten Charmattacken aufgeweicht hat. You get any food? The hell is that? Salad. Während sich Ricky also lossagen muss von der gesellschaftlichen Idealvorstellung einer Familie, findet Hack eine Vaterfigur in sich. Das Ganze führt zu einer der besten Verfolgungsjagden in der Filmgeschichte, die aber, wie könnte es auch anders sein, ihre Qualität nicht aus der Action zieht, sondern aus dem, was es für die Charaktere bedeutet. Doch das größte Alleinstellungsmerkmal von Waititis Filmen ist sein oft eigensinniger Humor. Dieser findet seinen Ursprung im Werdegang des Neuseeländers. So, you fellas wanna come inside? Yeah. Let's do that. Waititi ist ein ausgebildeter Schauspieler, was in der Vergangenheit zu solch interessanten Ausflügen wie sein Auftritt in Green Lantern geführt hat. Come on, I want to see this stuff, you know? Like, I want to see the outfit, the flying. What do you want me to do? No, I just got being your best friend's no picnic. You owe me. Doch Timing und Improvisation lernte er quasi von der Pike auf, durch seine Karriere als Comedian. Zusammen mit Jermaine Clement tourte er jahrelang als Comedy-Duo The Humor Beasts durch Down Under.
Clements Karriere führte zur HBO-Kultserie Flight of the Conchords, in der er zusammen mit seinem Kollegen Brad Mackenzie 2 neuseeländische Künstler auf ihrem harten Weg zum Erfolg in New York nacherzählt. Waititi bekam nicht nur einen Gastauftritt in der Serie, sondern inszenierte auch einige der Episoden. Hier sieht man die Ursprünge des absurden Humors, der oft auf Improvisation basiert. Etwas, was sich in Waititis Arbeit immer wieder finden lässt und seinen Weg bis zu Marvels Thor fand. Die improvisierten Momente sind oft unaufgeregt, weil Waititi hier auf den Einsatz von Musik oder Action verzichtet. Sie werden wie in Thor mit harten Schnitten aneinandergereiht, so dass durch den Rhythmus die Absurdität noch klarer herausgestellt wird. We are not doing Get Help. Get help! Please! My brother is dying! Get help! Das kann in einer Lachszene sein, doch oftmals verwendet Waititi den Schnitt auch, um Tempo in die Geschichte zu bringen und damit einen unterschwelligen Humor zu erzählen. I mean, if you look in his file, you'll see that for yourself. We're talking disobedience, stealing, spitting, running away, throwing rocks. In dieser Szene sieht man auch, dass Waititi gerne bildhafte Momente gegenüberstellt. Das erinnert manchmal an Wes Anderson, ist aber bei weitem nicht so durchkomponiert und stilistisch. Rhythmus spielt auch in Jojo Rabbit eine große Rolle. Die Szene wird erst durch die konstante Wiederholung komisch. Heil Hitler. 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 The Allies have taken Italy, France will be next, and soon the war will be over. God damn it! Why does that make you happy? Hier sieht man auch, wie die zuvor erklärte Überspitzung zum Humor beiträgt. Die Vorstellung eines Hitler-Fans, der eine Jüdin bei sich zu Hause in der Wand entdeckt, ist absurd, aber eben auch Comedy-Gold. Die Art und Weise, wie die Hitlerjugend und der Führerkult hier dargestellt werden, wirken zunächst befremdlich. Doch bald ist klar, dass diese Überspitzung genau der Realität von Jojo entspricht. Für ihn ist Hitler ein Popstar, von dem man daheim Bilder aufhängt, und die Hitlerjugend ist ein Ort der Gemeinschaft. So, Jojo, I'm sure we can figure out something for you to do. Oh. Ideas? Yeah. Guys? Yeah, yeah. Okay, well, we need somebody to walk the clones. Jojo Rabbit wird natürlich in genau dem Moment stark, in dem diese überspitzte Version bricht und es ernst wird. You can't break. Look what I found. Take it off. Take it off. Denn auch das gehört zu dem Humor, die Tragweite. Es wäre nicht lustig, wenn es keine große Fallhöhe geben würde. Je mehr auf dem Spiel steht, je größer die Tragik, desto näher geht uns der Humor. The damage is not too bad. As long as the foundations are still strong, we can rebuild this place. It will become a haven for all peoples and aliens of the universe. Now those foundations are gone. Sorry. Taika Waititi, seine Filme, seine Rollen und vor allem sein Humor sind auf den ersten Blick ganz schön speziell, stellenweise vielleicht sogar kindisch. Waititi ist der Erwachsene, der nicht erwachsen werden will. Glaubt man den neuesten Gerüchten, ist nach The Mandalorian Lucasfilm an ihn herangetreten, ob er denn nicht einen Star-Wars-Film schreiben und drehen möchte. Zumindest ist sein inneres Kind endlich auch im Mainstream angekommen. I wanted to make sure that it didn't just seem like I was making a weird comedy amongst a really traumatic, violent and tumultuous time in human history. It's very easy to get caught up in this idea that, oh, you're entertaining people with laughs and with these ridiculous moments. Exactly. Wait, no.